Im Januar 2022 betrat ein Mann mit Hut, Sonnenbrille und 2 Schals eine private Klinik in Wahoo. 48 Sekunden später verließ er das Gebäude und der 47-jährige Jon Tokuhara wurde tot im Inneren aufgefunden. Trotz der Fülle an Beweisen, Überwachungskameras, Patronenhülsen am Tatort und sogar dem zurückgelassenen Hut des Täters erwies sich dieser Fall als viel komplizierter, als es auf den ersten Blick schien. Die Identität des Mörders zu ermitteln, stellte sich als fast unmögliche Aufgabe heraus. Wahoo ist eine Stadt im Bezirk Honolulu auf Hawaii. Es liegt an der Nordküste von Pearl Harbor zwischen der mittleren und der westlichen Bucht. Früher befand sich an dieser Stelle eine Zuckerrohrplantage. Heute leben hier etwa 40.000 Menschen. Nur wenige Autominuten entfernt liegt der malerische Strand von Ewa. Am Morgen des Donnerstags, dem 13. Januar 2022, war es in Wahoo warm und klar. Gegen 8 Uhr morgens beschloss Lily Tokuhara, nach ihrem Sohn Jon zu sehen. Der 47-jährige Jon Tokuhara besaß und leitete seit fast 20 Jahren seine eigene Klinik für alternative Medizin. Am Abend zuvor hatte er seiner Mutter gesagt, dass er zum Abendessen vorbeikommen würde, das sie für ihn zubereitet hatte, aber er kam nicht. Als Lily die Klinik erreichte, sah sie den weißen Pickup ihres Sohnes vor der Tür stehen. Sie betrat das Gebäude durch die Hintertür, die offen stand. Die Vordertür zur Wahoo Depot Street war seit 6 Monaten nicht mehr benutzt worden und mit einer Kette verschlossen. Als Lily hineinging, sah sie ihren Sohn auf dem Boden in einer Blutlache liegen. Er zeigte keine Lebenszeichen. Sie rief sofort den Rettungsdienst, aber da sie unter Schock stand, konnte sie ihm nicht helfen. Es war bereits zu spät. Als erster traf der Polizeibeamte Jon Minter aus Honolulu am Tatort ein. Auf dem Boden des Büros fand er eine Patronenhülse vom Kaliber 22. Später wurden 2 weitere Patronenhülsen gefunden. Eine davon lag unter dem Körper von Jon Tokuhara. Die Todesursache war ein Schuss in den Kopf. Auf Jon wurde mindestens 4-mal geschossen. Es war ein brutaler, aber schneller Mord. Die mehreren Schüsse ins Gesicht deuteten darauf hin, dass das Verbrechen aus persönlicher Abneigung begangen wurde. Außerdem wurden neben Jons Leiche etwa $4.000 in großen Scheinen gefunden. Wenn der Mörder von dem Geld wusste, war er offensichtlich nicht daran interessiert. Dieser Mord schien persönlich zu sein, obwohl er kaltblütig und berechnend ausgeführt wurde. Jon Tokuhara war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Er hatte jedoch eine sehr enge Familie und treue Freunde. Er stand seiner Mutter Lily besonders nahe und war ein liebevoller Onkel für die Söhne seiner Schwester. Jon liebte das Meer und alles, was damit zu tun hatte: Angeln, Surfen und Rudern. Nach seinem Masterabschluss in chinesischer Medizin und Akupunktur gründete er die Klinik Tokuhara Akupunktur und Gesundheit, die er selbst leitete. Seine Freunde sprachen warmherzig über ihn. In den 20 Jahren, in denen er in Wahoo lebte, wurde er zu einer wichtigen Persönlichkeit in der Gemeinde. Jons Ermordung war ein echter Schock für die gesamte Gemeinde. Es dauerte einige Zeit, bis die Ermittler alle Teile von Jon Tokuharas Leben zusammengesetzt hatten. Trotz zahlreicher Gespräche mit Freunden und Familienangehörigen gab es keinen einzigen potenziellen Verdächtigen. Jon war ein angesehener Mensch und niemand konnte ein mögliches Motiv für den Mord nennen. Die Ermittler begannen, die Chronologie der Ereignisse vom Abend vor seinem Tod zu rekonstruieren, indem sie Jons letzte Anrufe und Bewegungen untersuchten. Auf dem Schreibtisch in seinem Büro fanden sie 2 Telefone. Beide gehörten Jon. Eines davon war inaktiv und funktionierte nur, wenn es mit dem WLAN verbunden war. Wie sich herausstellte, wurde dieses Telefon ausschließlich zum Spielen von Pokémon Go verwendet. Am Abend vor seinem Tod wurde die App auf dem WLAN-Telefon gegen 17:40 Uhr geöffnet und nicht mehr geschlossen. Das Telefon schaltete sich gegen 20:45 Uhr aus, als der Akku leer war. Es ist unklar, ob Jon 3 Stunden lang aktiv gespielt hat oder während des Spielens getötet wurde. Lily, Jons Mutter, erzählte den Ermittlern, dass sie zuletzt kurz nach 18 Uhr mit ihrem Sohn gesprochen habe. Er habe ihr eine Nachricht von seinem Haupttelefon geschickt, um sich zum Abendessen zu verabreden, sei aber nie angekommen. Nach 18:18 Uhr gab es keine Aktivität mehr auf dem Haupttelefon. Unter Berücksichtigung dieses Zeitraums sammelte die Ermittler Videoaufnahmen von Überwachungskameras, die in der Nähe der Klinik installiert waren. Auf dem Video wurde etwa 3 Minuten vor 18 Uhr ein weißer Silverado Pickup mit hawaiianischem Kennzeichen gesehen,
der von der Farrington Highway nach Norden in die Wahoo Depot Street abbog. Nach einigen schnellen Kurven in der Umgebung verschwand der Pickup aus dem Blickfeld. Kurz darauf stieg jedoch an einer nahegelegenen Kreuzung ein Mann aus dem Fahrzeug und ging zu Fuß in Richtung Klinik. Dieser Mann trug einen hellen Hut, eine dunkle Sonnenbrille und einen Schal, der seinen Kopf und Hals bedeckte. In seinen Händen hielt er eine braune Tüte. Um 18:16 Uhr betrat er Jons Büro, genau zu dem Zeitpunkt, als die letzte Aktivität auf dem Telefon registriert wurde. Nur 48 Sekunden später verließ derselbe Mann das Gebäude. Bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr, als Lily dort ankam, betrat oder verließ niemand mehr die Klinik. Als der weiße Silverado an den Gebäuden in der Wahoo Depot Street vorbeifuhr, konnten die Ermittler das vordere Nummernschild fotografieren. Nach der Bildverbesserung war auf dem Foto zu erkennen, dass die ersten 3 Zeichen des Nummernschilds Buchstaben und die letzten 3 Zahlen waren. Es war jedoch nicht möglich, die Nummer genau zu lesen. Der Pickup hatte keine besonderen Merkmale und es befanden sich keine Gegenstände in der Ladefläche, aber dieses Fahrzeug wurde zum wichtigsten Anhaltspunkt in den Ermittlungen. Die Ermittler begannen mit der Suche nach passenden Silverado-Pickups. Sie fanden 53 weiße Fahrzeuge mit 4 Türen, wahrscheinlich Modelle aus den Jahren 2014 bis 2016, die im Bundesstaat Hawaii mit Kennzeichen registriert waren, bei denen die ersten 3 Zeichen Buchstaben und die letzten 3 Zeichen Zahlen waren. Die Ermittler schlossen 52 dieser Fahrzeuge aufgrund von Fotos, persönlicher Besichtigung und dem Aufenthaltsort ihrer Besitzer aus. Es blieb nur ein verdächtiger Pickup übrig, der auf einen 34-jährigen ehemaligen Kunden von John namens Eric Thompson zugelassen war. Eric, der ein erfolgreiches Bauunternehmen leitete, hatte sich vor einigen Jahren wegen einer Behandlung seines Carpal-Tunnel-Syndroms an John gewandt. Das war die einzige Verbindung zwischen den beiden. Eric war mit seiner Jugendliebe verheiratet und ein fürsorglicher Vater ihrer 3-jährigen Tochter. Er schien kein typischer Verdächtiger zu sein. Welches Motiv könnte ein junger Bauunternehmer haben, einen Mann zu töten, der ihm vor einigen Jahren geholfen hatte, seine Schmerzen zu lindern? Als die Ermittler jedoch begannen, die Nachrichten auf Jons Haupttelefon zu untersuchen, fanden sie Tausende von Nachrichten. Allein in einem Monat waren es mehr als 5600. Die Nachrichten waren zwischen Joyce und John ausgetauscht worden und erwiesen sich als sehr offen. Sie tauschten Nacktfotos, Videos und intime Nachrichten aus. Die romantische Beziehung zwischen den beiden hatte schon eine Weile gedauert, aber etwa 7 Monate vor Jons Tod plötzlich ein Ende gefunden, als Joyces Ehemann Eric von ihrer Affäre erfahren hatte. Ihrer Korrespondenz nach zu urteilen, war John stärker in diese Beziehung involviert als Joyce. Er war es, der ihr als erster seine Liebe gestand und seine Gefühle über mehrere Monate hinweg, von Mitte bis Ende Juli 2021, immer wieder zum Ausdruck brachte. John versuchte Joyce zu überreden, ihre Beziehung auf eine ernsthaftere Ebene zu bringen, damit es nicht nur eine Affäre blieb. Joyce war zwar in diese Beziehung involviert, äußerte jedoch ihre Zweifel. Sie sagte John, dass sie sich weiterhin mit ihm treffen würde, aber ihren Mann nicht verlassen würde. Mit der Zeit begann Joyce sich Sorgen über die Geheimhaltung ihrer Affäre zu machen und darüber, wie sich dies auf ihre Ehe auswirken könnte. Im Juli schrieb sie John, dass Eric von ihrer Beziehung erfahren habe. Eric konfrontierte seine Frau, als sie spät in der Nacht heimlich das Haus verließ, während er auf Geschäftsreise war. Er sah sie auf den Überwachungskameras, die in ihrem Haus installiert waren, als sie nachts das Haus verließ. Joyce gestand ihren Seitensprung und erklärte sich bereit, die Beziehung zu John zu beenden. Sie und Eric beschlossen, an der Wiederherstellung ihrer Ehe zu arbeiten. Joyce und Eric Thompson lernten sich in der Schule in Kailua im Osten von Honolulu kennen und heirateten am 14. Januar 2017. Die Zeremonie fand am Strand ihres Nachbarn statt. Viele Freunde und Familienmitglieder nahmen daran teil. Das junge Paar zog nach Kailua, etwa 30 Autominuten von Wahoo entfernt. Zusammen erlebten sie wichtige Ereignisse in ihrem Leben. Erics Abschluss an der Universität von Hawaii und die Geburt ihres einzigen Kindes, einer Tochter, 2 Jahre vor Jons Ermordung. Auf den ersten Blick schienen ihre Ehe und ihr Familienleben fast perfekt zu sein. Es war gerade der Wunsch nach einem Kind, der Joyce zu John führte, um Hilfe zu suchen. Ihr ehemaliger Lehrer aus der Schule empfahl John und sagte, er könne ihnen bei ihren Problemen helfen. Joyce begann John aufzusuchen, um sowohl ihre Unfruchtbarkeit als auch ihre Rückenschmerzen behandeln zu lassen.
Nach einer schweren Fehlgeburt versuchten sie und Eric alles, um wieder ein Kind zu bekommen. Damals glaubte Eric, dass John Tokuhara ihnen beiden wirklich half. Nach der Geburt ihrer Tochter hörte Joyce jedoch nicht auf, John zu besuchen, und ihre Beziehung entwickelte sich, wie sich herausstellte, zu etwas Größerem. Als diese Tatsachen ans Licht kamen, gerieten sowohl Joyce als auch Eric unter Verdacht. Eric Thompson verließ sein Haus am Abend von Johns Ermordung gegen 17:20 Uhr in einem weißen Chevrolet Silverado aus dem Jahr 2014. Der Truck fuhr in Richtung Autobahn. Auf der Strecke von Thompsons Haus in Kailua zu Johns Klinik in Wahoo gab es nicht genügend Kameras, um ein lückenloses Bild von Erics Bewegungen zu erstellen. Wenn jedoch genau sein Silverado gegen 18 Uhr auf der Depot Street gesehen wurde, stimmt die Fahrzeit fast genau überein. Laut Google Maps dauerte die Fahrt je nach Verkehrslage zwischen 35 und 55 Minuten. Wenn er um 17:20 Uhr losgefahren war, wurde sein Auto um 17:75 Uhr zum ersten Mal von Überwachungskameras in der Gegend von Waipahu erfasst. 37 Minuten, nachdem Eric beim Verlassen seines Grundstücks gesehen wurde, wurde sein Pickup erneut von den Kameras erfasst. Als er um 18:47 Uhr nach Hause zurückkehrte, gingen die Ermittler davon aus, dass Eric Maßnahmen ergriffen hatte, um die Beweise für das Verbrechen, das er gerade begangen hatte, zu vernichten. Weniger als eine Stunde später nahmen die Kameras erneut ein Feuer im Hinterhof des Hauses der Thompsons auf. Die Flammen brannten etwa 5 Minuten lang. Später in dieser Nacht verließ Eric erneut das Haus. Diesmal war im Laderaum seines Pickups ein Gegenstand zu sehen, der zuvor nicht dagewesen war. Eine Werkzeugkiste. Bei der Durchsuchung des Hauses der Thompsons fanden die Ermittler keine direkten Beweise, die Eric oder Joyce direkt mit dem Mord in Verbindung bringen konnten. Stattdessen sammelten sich jedoch indirekte Beweise an, die nicht zu übersehen waren. Insbesondere stand im Hinterhof eine Schubkarre mit einem Eimer, auf denen Brandspuren zu sehen waren. Anzeichen dafür, dass dort kürzlich etwas verbrannt worden war. Die Polizei beschlagnahmte außerdem 12 registrierte Schusswaffen, die Eric Thompson gehörten, und fand 2 nicht registrierte Waffen. 2 dieser Gewehre vom Kaliber 22 stimmten mit der mutmaßlichen Tatwaffe überein. Bei der Untersuchung stellte sich jedoch heraus, dass keines der Waffen die Tatwaffe war, was neue Vermutungen darüber aufkommen ließ, was sich während seiner zweiten Fahrt im Laderaum von Erics Pickup befunden haben könnte. Es wurden zwar über 1000 Patronen des Kalibers 22 gefunden, aber das letzte Beweisstück konnte den Fall gegen Eric Thompson sowohl stärken als auch zerstören. Es handelte sich um einen hellen Hut, den der mutmaßliche Mörder beim Betreten und Verlassen der Klinik trug. Als der Schütze die Straße in der Nähe des Depots überquerte, fiel der Hut auf den Boden. Er lag etwa 10 Minuten auf der Straße, bevor er von einem zufälligen Passanten aufgehoben wurde. Der Fußgänger, der den Hut mitgenommen hatte, wurde gefunden. Es handelte sich um einen obdachlosen Mann, der ihn vorübergehend aufgesetzt hatte, bis er in sein Lager zurückkehrte. Dort hängte er den Hut in seinem Zelt auf und trug ihn nicht mehr. Nach der Untersuchung des Huts fanden die Experten Haare. Diese Funde wurden analysiert und von der Innenseite des Hutes, vom Rand und von der Oberseite wurden Proben genommen. Die Ergebnisse der DNA-Analyse waren nicht eindeutig. Die DNA von Eric Thompson konnte nicht als möglicher Besitzer ausgeschlossen werden. Am 14. Februar 2022 wurde Eric Thompson verhaftet und wegen Mordes 2. Grades und illegaler Verwendung einer Schusswaffe bei der Begehung einer anderen Straftat angeklagt. Er zahlte eine Kaution in Höhe von $1 Million und bereitete sich auf den Prozess vor. Als der Prozess im Juli 2023 begann, konzentrierte sich die Anklage vor allem auf das Motiv, Joyces Affäre mit John und die Art des Mordes selbst. 4 Schüsse in den Kopf, was auf ein aus persönlicher Rache und Wut begangenes Verbrechen hindeutete. Die Staatsanwälte zeichneten ein Bild des perfekten Lebens und der perfekten Ehe, die Eric seiner Meinung nach einst hatte. Sie beschrieben den 34-jährigen Mann als kontrollierenden Perfektionisten, der hart gearbeitet hatte, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein Haus im Wert von $2 Millionen zu kaufen. Als er von der Affäre seiner Frau mit John Tokuhara erfuhr, zwang er sie, sich ihren Eltern zu offenbaren und sich für ihren Seitensprung zu entschuldigen. Die Anklage behauptete, dass Eric, um sein perfektes Leben zurückzugewinnen, den Menschen aus seinem Leben entfernen musste, der alles bedrohte, was er aufgebaut hatte. Solange John am Leben blieb, war Erics Leben zerstört,
und deshalb beschloss er, dies zu korrigieren, indem er Jon tötete. Die Staatsanwaltschaft behauptete, Eric habe versucht, ein Szenario zu inszenieren, um der Strafe für den Mord zu entgehen. Er scheiterte. Er scheiterte aufgrund der unermüdlichen Bemühungen der Ermittler, die stundenlanges Videomaterial von Überwachungskameras durchgesehen hatten. Als Eric an der Reihe war, seine Argumente vorzubringen, begann der Fall, der so klar schien, zu bröckeln. In seiner Aussage behauptete Eric, dass er nichts mit dem Mord an Jon Tokuhara zu tun habe und nicht vorhabe, sich für die Affäre seiner Frau zu rächen. Seinen Angaben zufolge war er schockiert und verzweifelt, aber nachdem er und Joyce beschlossen hatten, an ihrer Ehe zu arbeiten, hatte er kein Motiv, Jon zu töten. Er sagte, dass er zwar Dinge im Hinterhof verbrannt habe, aber nur unnötigen Krempel, der sich angesammelt hatte, und dass er nicht die Absicht gehabt habe, irgendwelche Beweise zu vernichten. Seinen Angaben zufolge war die Werkzeugkiste, die im Laderaum seines Pickups zu sehen war, ein gewöhnlicher Gegenstand, den er für seine Arbeit mit sich führte. Unterdessen versuchte die Verteidigung, das Vertrauen der Geschworenen zu erschüttern, indem sie das Thema anderer Männer ansprach, die ebenfalls ein Motiv für den Mord an Jon gehabt haben könnten. Schließlich hatte er mit seinen Affären mehr als eine Familie zerstört. Dies sollte begründete Zweifel an der Anklage gegen Eric Thompson wecken. Auf der anderen Seite bestand die Anklage darauf, dass nur Eric ein echtes Motiv für den Mord hatte. Sein Leben, seine Ehe und seine perfekte Zukunftsvision waren zerstört worden. Als er von dem Seitensprung erfuhr, so argumentierte die Anklage, habe ihn genau das zu der Entscheidung gebracht, Jon zu beseitigen und die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. Am Ende der Verhandlung trugen beide Seiten ihre Schlussplädoyers vor. Die Anklage beharrte weiterhin darauf, dass die Beweise, wenn auch indirekt, eindeutig auf Eric hinwiesen. Sie erinnerte die Geschworenen an die Videoaufnahmen mit dem Pickup, die Fahrzeiten und den mutmaßlichen Hut, der Eric gehört haben könnte. Die Verteidigung konzentrierte sich hingegen auf andere Aspekte von Jons Privatleben, um zu zeigen, dass nicht nur Eric seinen Tod gewünscht haben könnte und dass der Fall bei weitem nicht so eindeutig ist, wie ihn die Anklage dargestellt hat. Nun, da der Fall an die Geschworenen übergeben wurde, liegt das Schicksal von Eric Thompson in ihren Händen. Während des Kreuzverhörs versuchte die Staatsanwaltschaft, Eric als einen Mann darzustellen, der auch nach dem Seitensprung seiner Frau noch versuchte, sie zu kontrollieren. Als er gefragt wurde, warum er so sehr dagegen war, dass Joyce sich an Hellseher wandte, verglich er dies mit einer Sucht wie Alkoholismus und fügte hinzu, dass sie einfach nicht damit aufhören konnte. Die Staatsanwaltschaft behauptete hingegen, dies sei ein weiteres Beispiel dafür, wie er versuchte, seiner Frau ihre Unabhängigkeit zu nehmen und ihr trotz all ihrer Versuche, ihre Schuld wieder gutzumachen, weiterhin misstraute. Eric räumte auch ein, dass sie trotz der Versuche, ihre Beziehung nach dem Seitensprung wiederherzustellen, Probleme in ihrer Ehe hatten. Die von ihm unterzeichnete Ehevereinbarung war laut Eric ein Beweis dafür, dass Joyce wirklich das Vertrauen wiederherstellen und ihre Treue beweisen wollte. Die Anklage interpretierte dies jedoch als Druck seinerseits, um seine Position im Falle eines neuen Konflikts zu festigen. Als die Staatsanwälte begannen, Fragen zu den Ereignissen in der Nacht des Mordes zu stellen, gab Eric eine Erklärung für sein Verhalten ab. Das erste Mal habe er angeblich Bauschutt zur nächsten Deponie gebracht, das zweite Mal sei er einkaufen gefahren. Er behauptete, dass beide Fahrten ganz normal gewesen seien und nichts mit dem Mord zu tun hätten. Die Staatsanwaltschaft wies jedoch darauf hin, dass es keine Beweise zu seinen Gunsten gab, weder Quittungen noch Zeugen oder Aufzeichnungen von Überwachungskameras, die seine Aussage hätten bestätigen können. Die Staatsanwälte versuchten zu zeigen, dass Eric zu allem bereit war, um sein perfektes Leben zu bewahren, selbst wenn er dafür Jon aus dem Weg räumen musste. Die Verteidigung hingegen beharrte weiterhin darauf, dass der Fall nicht so eindeutig sei, wie er scheine, und dass Eric kein direktes Motiv oder Beweise für seine Schuld habe. Als die Verhandlung zu Ende ging, trugen beide Seiten ihre Schlussplädoyers vor. Die Anklage konzentrierte sich darauf, dass Eric sich nicht damit abfinden konnte, dass seine Ehe zerbrochen war und dass ihn dies zum Mord getrieben hatte. Die Verteidigung hingegen bestand darauf, dass es keine direkten Beweise für Erics Schuld gab und dass die Aussagen und Beweise gegen ihn indirekt waren und Raum für Zweifel ließen. Nun lag die Entscheidung bei den Geschworenen, die alle Argumente abwägen und entscheiden mussten, ob Eric Thompson des Mordes an Jon Tokuhara schuldig war oder nicht. Im Laufe der Verhandlung gegen Eric Thompson blieben viele Fragen offen, was zu Uneinigkeit unter den Geschworenen
und zur Erklärung der Nichtigkeit des Verfahrens durch das Gericht führte. Richter Paul Wang musste das Verfahren für unvollendet erklären, da 9 Geschworene für schuldig stimmten, während 3 der Meinung waren, dass Eric freigesprochen werden sollte. Einer der Geschworenen merkte später an, dass der Hauptgrund für die Schwierigkeiten das Fehlen konkreter materieller Beweise war. Viele von ihnen hatten erwartet, etwas Greifbareres zu sehen, um eine eindeutige Entscheidung treffen zu können. Aber wie er zugab, erwies sich der Fall als schwieriger als erwartet. Nach Abschluss des ersten Verfahrens äußerte die Verteidigung die Hoffnung, dass sich das Bild im zweiten Verfahren klären würde und sie ein günstigeres Ergebnis für ihren Mandanten erzielen könnten. Sie wiesen darauf hin, dass die ersten Eindrücke, die von den Medien vermittelt wurden, nicht immer die tatsächliche Lage widerspiegeln. Und die Geschworenen konnten in diesem Fall ein vollständigeres Bild sehen. Nach Abschluss des ersten Gerichtsverfahrens, das mit der Erklärung der Nichtigkeit des Prozesses endete, setzte Eric Thompson, der gegen Kaution auf freiem Fuß blieb, sein Leben in Erwartung des zweiten Prozesses fort. Während sich der Fall jedoch hinzog, begann seine Beziehung zu Joyce zu zerbrechen. Unter dem Druck der Öffentlichkeit, der ständigen Aufmerksamkeit der Medien und dem anhaltenden Misstrauen in ihrer Familie konnten sie nicht länger so tun, als wäre alles wieder normal. Joyce, die der Last des Verfahrens und der ständigen Kontrolle durch Eric überdrüssig war, reichte überraschend für alle die Scheidung ein. Ihre Anwälte legten neue Informationen vor, eine Aufzeichnung ihrer Gespräche mit einer Freundin, in denen sie ihre Zweifel an der Unschuld von Eric gestand. Diese Enthüllungen sorgten für eine echte Sensation. In ihren Aussagen sagte sie, dass Eric ihr nie wirklich vergeben habe und dass seine Besessenheit, Gerechtigkeit wiederherzustellen, immer bedrohlicher geworden sei. Die Öffentlichkeit war geteilter Meinung. Die einen glaubten, dass Joyce versuchte, sich und ihre Tochter zu retten, indem sie ihren Mann beschuldigte. Die anderen hielten sie für eine Manipulatorin, die versuchte, die Schuld auf andere abzuwälzen. Unter dem Druck neuer Beweise und zunehmender Gerüchte über Erics kontrollierendes Verhalten beschloss die Staatsanwaltschaft jedoch, eine erneute Untersuchung durchzuführen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.